Hallo liebe YLs, SWLs und OMs. Willkommen zum wöchentlichen DD0 LQTC. Heute im zweiten Teil der Reihe mit der Konfigurationssoftware geht es um das MCP-D74-Programm von Kenwood selbst. Das kostet nichts, lässt sich von deren Webseite runterladen und erlaubt es, die Speicherkanäle zu verwalten, zu aktualisieren und auch die Konfiguration des Geräts anzupassen. Das Programm wird runtergeladen von der Kenwood-Seite. Man sucht beispielsweise auf Google nach THD74 Kenwood Download, findet dann diese Seite. Voraussetzung ist, dass es funktioniert. Der virtuelle COM-Port-Treiber ist geladen. Das ist aber dieselbe Geschichte, die wir schon bei der ARFC-Software hatten, bei der VFU-Verwaltungssoftware, dass das funktioniert und ist dann das MCP D74 erst installiert, dann kann per USB das Kabel angeschlossen werden. Wir hören wieder das Ding-Dong aus dem Windows-Rechner und dann kann die Software gestartet werden. Beim ersten Start ist der COM-Port festzulegen. Das ist bei mir jetzt schon gemacht, deswegen wird dieses Fenster nicht erscheinen. Das läuft hier auf COM-Port Nummer 27. Es gibt den COM-Port 3, 4, dann gibt es nichts, dann kommt 27 mit dem THD74 und sobald die Software läuft, sollte man beim ersten Start, aber eigentlich bei jedem Start, eine Sache machen, die sehr, sehr wichtig ist, nämlich zuallererst die Konfiguration vom Gerät auf den Computer übertragen, denn das ist sehr, sehr wichtig tatsächlich, wenn man das nicht macht. Die Software weiß ja nichts von dem, was in dem Gerät konfiguriert ist, was ich schon vorgenommen habe für APRS, meine DSTA-Einstellungen mit meinem Rufzeichen beispielsweise. Und diese Stellen, diese Speicherstellen sind im Computer, in dieser Software leer. Und wenn ich die Konfiguration vom Computer auf das Gerät übertrage, dann werden leere Stellen übertragen, meine Settings werden überschrieben. Deswegen, das Erste, was wirklich zu tun ist, dieses Symbol hier mit dem Pfeil vom Gerät auf den Computer zu übertragen, damit da nichts verloren geht. Das ist jetzt auch die Warnmeldung hier auf dem Bildschirm, dass also die Repeaterliste leer ist und dass alles andere eigentlich auch leer ist und dass man jetzt Select Program Read Data vom Transceiver starten muss, um diesen Import vorzunehmen. Das ist genau dasselbe, was dieser Knopf hier auch macht. Und es muss tatsächlich nochmal auf Read geklickt werden und siehe da, es passiert nichts. Jetzt schauen wir nochmal einfach ganz naiv nochmal draufklicken, was dann passiert. Passiert wieder nichts. Vielleicht nochmal das Gerät abziehen. Mal einschalten. Nochmal starten. Mit Read nochmal bestätigen und dann kommt dieser MCP-Mode im Bildschirm, der anzeigt, dass jetzt Daten übertragen werden. Auf dem Bildschirm wird es auch dargestellt, dass die Daten jetzt langsam über die USB-Schnittstelle in den Computer reinkommen. Wir werden dann auch sehen, dass die Repeaterlisten schon da sind, wie sie zurzeit im Gerät liegen, dass die ganzen Einstellungen für APRS, auch die Speicherliste für die FM-Repeater und ähnliches dann auch im Gerät sind. Und sobald es gemacht ist, sollte man die tatsächlich auf die lokale Platte abspeichern in Kenwoods Datenformat, um sie dann jederzeit wieder zur Verfügung zu haben, auch regelmäßig. Das dauert jetzt ein Weilchen, während die Daten analysiert werden. Wenn man das Ganze abspeichert, vielleicht sogar in verschiedene Dateien jedes Mal mit Timestamp 2018 01 07 beispielsweise,
dann hat man eine Historie von Dateien. Wenn man mal was verhaut, kann man dann jederzeit auf diesen alten Stand zurück, indem man die Datei mit dieser Software MCP, die 74, wieder lädt und dann zurück aufs Gerät schiebt. In der linken Seite ist schon zu sehen, was man alles machen kann. Das Menü folgt weitgehend dem Menü, das wir auch im Gerät haben. Das heißt, es fängt an mit den grundsätzlichen Einstellungen, mit TX-RX-Einstellungen, dann die Audio-File-Einstellungen, GPS, APRS, das Digitalmenü, wie wir es im Gerät eigentlich auch haben. Was ich noch zeigen wollte, war diese Settings abzuspeichern, hier mit dem Diskettensymbol. Ich habe das Ganze DD0UL einfach genannt. Dateiendung ist D74, hat sich Kenwood so ausgedacht. Und das kann ich jetzt abbrechen. Und man kann es einfach abspeichern, um dann wirklich so eine kleine Historie zu haben. Was sich schön einstellen lässt, ist beispielsweise hier ganz hinten bei den sonstigen Einstellungen, bei den 900er Einstellungen. Ihr kennt alle diesen Startbildschirm, wenn man das Gerät einschaltet, und der lässt sich editieren tatsächlich. Also man kann mit dieser Software auch ein eigenes Bitmap hochladen mit einem eigenen Startup-Screen. Der kann sowohl für den Normalbetrieb hochgeladen werden, als auch für diesen speziellen GPS-Modus. Und es gibt hier auch diese Message, die eingeblendet wird. Bei mir ist das DD0UL Handfunkgerät. Viel Platz hat man ja nicht. Das lässt sich hier auch editieren und zurückschreiben. Also das ist eine hübsche Möglichkeit. Und eines Tages, wenn ich mal ganz, ganz viel Zeit habe und es ein schönes Foto von mir gibt, werde ich dieses Foto aufs Gerät schieben und habe dann entsprechend diesen anderen Bildschirm. Das Wichtige, was man aber wirklich machen muss, sind die Repeaterlisten aktuell halten, gerade für D-Star. Und was es sich natürlich anbietet, ist auch hier wieder die Seite des DRC OV Alpha 23 zu besuchen. Und wenn das die richtige Seite ist, hier auf Google schon gesucht, die Homepage dieses OVs. Und dort gibt es dann immer die aktuellen Listen zum Runterladen für die ICOM-Geräte, auch für das Kenwood-Gerät. Hier die Repeater-Listen. Ich hatte das in einem vorherigen Video schon mal gezeigt. Dort wurde es über die Speicherkarte importiert. Es geht allerdings auch mit dieser Software bequem vom Rechner aus. Das hier ist die Deutschland-Repeater-Liste. Einmal auf Download klicken und noch ein zweites Mal auf Download klicken und dann ist die Software schon da. Ich habe das im Vorfeld schon gemacht. Jetzt kann man die Import Repeater List from File laden. Das liegt im Download-Verzeichnis hier das eine oder andere Mal und es wird dann geöffnet. Man muss noch angeben, für welches Gerät das ist. In dem Fall für das THD 74E, die Europa-Version. Die Datei wird dann analysiert, auf Fehler untersucht. Das ist ein etwas eigenwilliges Format, das es auch gar nicht gut übersteht, wenn man eigene Veränderungen macht. Ich habe viel versucht, ich habe es noch nicht geschafft, das wirklich zu schreiben, aber da gebe ich nicht auf. Und diese ganzen Einstellungen, wie sie jetzt in der Software existieren, die Repeaterlisten, das Bitmap, die Einstellungen zu Audiofrequencies, die Einstellungen zu den FM-Repeater-Kanälen, APRS, das wird alles am Stück, am Block, es geht nicht anders, auf das Gerät zurückgeschrieben. Ich muss hier dann auch wieder mit Write bestätigen. Jetzt haben wir wieder diesen Kopiermodus. Es wird draufgeschrieben, das geht wesentlich schneller als das Runterladen, als das Lesen vom Gerät. Und siehe da, jetzt ist die neue Liste drauf und das Gerät arbeitet wieder und kann verwendet werden. Das war's, was es zu sagen gibt zu dieser Software. Beim nächsten Mal geht es auch um eine Software, mit der sich die Speicherkanäle konfigurieren lassen. Das ist allerdings ein anderes Programm, auch gar nicht von Kenwood, und es kostet ein bisschen Geld. Bis dahin, bis zum nächsten Video, wünsche ich euch spannende QSOs 73 und lasst euch die Zeit nicht lang werden. Bye bye.